und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute tatsächlich mal nur ein kurzes Video. Wir reagieren auf einen Werbefilm, den Kuba erstellt hat. Dieser lief auf dem Sender Telesur. Das ist ein Telesender aus Venezuela. Und Inhalt ist es, Kuba wirbt für Impfungen für Touristen. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, Kuba wirbt für seine eigene Impfung für Touristen. Wir hatten ja schon mal betrachtet, dass, ich hatte ja mal erwähnt, dass Kuba Ende März starten wird mit den Impfungen und Kuba plant halt die Immunisierung bis Ende des Jahres durchzuführen. Und ja, im Anschluss, beziehungsweise auch gegen Ende mehr oder weniger, wenn halt ein Großteil immunisiert ist, plant Kuba auch den Impfstoff für Touristen anzubieten unter anderem. Kuba hat ja den Impfstoff, also Soberana Dos, aktuell zumindest, ja auch an andere Länder teils verkauft, aber plant nun auch den Einsatz für Touristen. Nebenher ist ja Kuba an der Entwicklung auch weiter Impfstoffe. Also wir wissen von 4 aktuell, beziehungsweise ein 5. Impfstoff, der ist gerade wohl in der Entwicklung. Wobei zum jetzigen Zeitpunkt, soweit ich weiß, 2 Impfstoffe zugelassen sind. Soberana Dos und ich glaube Mambisa hieß der andere. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber diese beiden sind aktuell zugelassen und werden Mitte, Ende März an die Bevölkerung sozusagen verbreitet, wird genutzt, um halt entsprechend die Bevölkerung zu immunisieren. So viel dazu. Nun schauen wir uns mal den Film an. Dazu wechsle ich mal auf dieses Bild. Und ja, das Video befindet sich auf Dailymotion. Ist wie gesagt ein Werbefilm, der auf Telesur lief. Ist ein Sender aus Venezuela. Strand, Karibik, Mojito und Impfstoff. Neben Kubas Stränden und Mojitos hat die Tourismusbranche auf der Insel den kubanischen Corona-Impfstoff als Verkaufsargument entdeckt und wirbt in einem Werbevideo mit dem Slogan Strände, Karibik, Mojitos und Impfstoff, alles an einem Ort. So viel dazu. Ja, wir schauen mal rein. Ja, 100 Millionen Dosen. Concerning that, we are certainly planning to produce up to 100 million doses of Soberana 2. That is a vaccine that is more advanced now. Genau, da haben wir gerade schon gesehen, mal kurz zurück, wo war das? Kuba hat 4 Impfstoffe aktuell entsprechend in der Entwicklung, aber dieses Video ist jetzt auch schon 2 Monate alt, es ist jetzt also nicht ganz so jung. Von daher ist da jetzt natürlich noch ein bisschen was Neues entstanden, aber ja, aufgrund der Aktualität jetzt Mitte, Ende März hinsichtlich dem Start der Impfungen, dachte ich mir, das Video kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Nosotros, si todo nos sale bien, este año tenemos vacunado a toda la población cubana. Genau, das sagten wir ja schon, ne? Also Kuba plant tatsächlich bis Ende des Jahres die komplette Bevölkerung zu immunisieren.
turistas tendrán la opción, si lo quieren, de vacunarse en Cuba también. So, nächstes Mal wieder zurück. Ja, das war der Werbefilm. Ich selber bin tatsächlich etwas unschlüssig. Ne? Also was soll ich jetzt davon halten? Kuba ist tatsächlich nicht das einzige Land, das so ein Angebot macht, also sozusagen Impftourismus anbietet. Da gibt es auch noch weitere, habe ich zumindest so mal gelesen, die es vorhaben. Inwieweit es denn in der Zukunft umgesetzt wird, ist ja nochmal was anderes. Auch für Kuba. Ne? Das ist jetzt halt eine Aussage von vor 2 Monaten. Wir wissen zum jetzigen Stand, die Impfungen haben noch nicht gestartet, aber sollen ja jetzt dann entsprechend Ende März beginnen. Von daher ist das alles noch Zukunftsmusik, beziehungsweise vielleicht wird es umgesetzt, vielleicht nicht. Für Kuba ist es sicherlich nochmal eine Möglichkeit, entsprechend an Gelder zu kommen. Na, wir wissen halt, gerade 2020 war der Tourismus entsprechend gestoppt, gerade in den Sommermonaten komplett gestoppt, dadurch, dass ja auch mal die Flughäfen geschlossen waren. Erst ab Oktober, November ging es dann los mit Flügen und seitdem stiegen auch die Fallzahlen extrem in die Höhe an und seitdem hat Kuba auch tatsächlich mit den entsprechenden Zahlen zu kämpfen. Umso wichtiger ist es halt tatsächlich, dass entsprechend der Impfstoff auch schnell Anwendung findet. Und ja, wie gesagt, Kuba will ja auch die Bevölkerung immunisieren bis Ende des Jahres. Nebenher, beziehungsweise wenn entsprechend eine Immunisierung erfolgt ist, sollen ja dann auch die Impfstoffe an Touristen genutzt werden, beziehungsweise angeboten werden. Wie seht ihr das? Würdet ihr euch entsprechend impfen lassen, beziehungsweise würdet ihr, das ist schon mal die falsche Frage, denn in meinen Augen ist es wichtig, sich impfen zu lassen. Die Frage ist eher, würdet ihr nach Kuba reisen, um euch impfen zu lassen? In dem Sinne wird es ja so ein bisschen als Win-Win-Situation verkauft, ne? Also Urlaub machen und wenn man schon mal da ist, dann kann man sich ja auch gleich impfen lassen. Kann man so machen. Ich weiß jetzt, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie sich das Ganze entsprechend gedacht wurde, weil in der Praxis ist es ja noch nicht umgesetzt. Ich für meinen Teil, so wie ich jetzt zumindest entsprechend den Kenntnisstand habe, würde mich weiterhin hier in Deutschland impfen lassen. Aus dem einfachen Grund auch, dass, ich sag mal, hier sind die entsprechenden Impfstoffe auch soweit anerkannt. Da weiß man ja auch nicht ganz genau, sind die entsprechenden Impfstoffe, die dann halt in der Welt umherschwirren, in den jeweils anderen Ländern auch immer hinsichtlich Anerkennung auch berücksichtigt oder ich sag mal, Kuba fährt ja nun mal seinen eigenen Weg, hat jetzt eigene Impfstoffe entwickelt, also auch mehr als nur einen. Ne? Und von daher ist da die Frage, wird das Ganze jetzt dann auch in Deutschland, also würde ich mich jetzt in Kuba impfen lassen, würde das jetzt auch in Deutschland gelten als Impfung oder müsste ich jetzt dennoch nochmal nachimpfen? Ne? Und wie es dann wiederum mit entsprechenden Kreuzungen aussieht in den Impfstoffen, weiß ich nicht. Ne? Also das sind halt so Überlegungen, die ich jetzt so habe, können richtig sein oder nicht. Ne? Sei jedem selbst überlassen. Aber solange man da jetzt noch keine konkreten Antworten hat, würde ich dabei bleiben und sofern halt Impfungen angeboten werden, dass ich für meinen Teil das in Deutschland durchführe. Aber wie seht ihr das? Würde mich mal interessieren. Gerne unten in den Kommentaren. Das soll es aber auch schon wieder sein für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und falls noch nicht passiert, auch entsprechend den Kanal abonnieren.
würde mich auf jeden Fall freuen, denn ja, so verpasst du auch oder ihr kein weiteres Video mehr und ja, der Kanal wächst und das würde mich wiederum freuen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Saludos, ciao.